Auf die Straße, fertig, los. Entdecken Sie Deutschlands schönste Straßen. Vom Stadtboulevard bis zur Ferienstraße. Den Fahrtwind um die Nase. Freiheit pur. Hamburg-Elbchaussee. Ich flutsch die so lang und denke mir, ich bin im Urlaub. Wir sind unterwegs an weiten Küstenstraßen. Ja, man kann regelrecht übers Watt drüber gleiten. Und laufen durch engste Gassen. Ich atme ein bisschen flach und dann passt's. Eine Reise quer durch Deutschland. Sie werden staunen. Traumstraßen von A bis Z. Los geht's bei A, die Alleenstraße. Mit fast 3000 Kilometern eine der längsten Ferienstraßen. Wir fahren von Sellin nach Gräfenhainichen. Auf der Ostseeinsel Rügen beginnt die Deutsche Alleenstraße, genauer gesagt im Ostseebad Sellin. Die schönste Allee auf Rügen ist die Krimlindenallee nach Putbus. Eine Fahrt mit grünem Tunnelblick. Malte zu Putbus hat die Krimlindenallee vor mehr als 150 Jahren angelegt. Überhaupt ist auf Rügen fast alles durch Alleen verbunden. Auch Klein-Kubitz, wo Gästeführerin und Alleenexpertin Silke Stephan zu Hause ist. Also, sie werden immer ganz liebevoll die grünen Tunnel genannt. Und gerade im Sommer, wenn die Sonne dann oft gnadenlos scheint, spenden sie wunderbar Schatten. Das war ja eigentlich auch der Grund dafür, weshalb man mal Alleen angepflanzt hat, als Schattenspender und als Prestigeobjekt zu den Herrenhäusern oder eben so als Orientierung in der Landschaft. Und heute ist es was ganz Besonderes, durch Alleen zu fahren, weil sie sind sehr selten geworden in Deutschland. Über den Rügendamm verlassen wir die Insel. Vorbei an der Hansestadt Stralsund geht's auf der Alleenstraße nach Südwesten, hinein in die Mecklenburger Seenplatte. Im Land der 1000 Seen unbedingt einen Zwischenstopp zum Baden oder Bootfahren einlegen. Oder für einen Sundowner am Ufer. Von Mecklenburg führt die Alleenstraße weiter nach Brandenburg. Hier gibt's bundesweit die meisten Alleen. 8000 Kilometer. Unglaublich. Einzigartig die Maulbeerbaumalleen. Mit ihnen wollte sich Preußenkönig Friedrich II. Unabhängig von China machen. Auf Gut Zernikow erinnert alljährlich das Maulbeerfest daran. Es gibt lecker Maulbeerenprodukte. Die Stars aber sind die Maulbeerbaumblätterfressenden Seidenraupen, die Friedrich II. Damals für die preußische Seidenherstellung züchten lässt. Bei Ines Rönnefahrt leben Seidenraupen heute im Wohnzimmer. Also seitdem ich Seidenraupen kenne, weiß ich, wo der Begriff siebenköpfige Raupe herkommt. Also es ist unglaublich, was sie fressen. 4, 5 Mal am Tag eigentlich. Also es sind schon Feinschmecker und ja, ein bisschen dievenhaft, würde ich sagen. Die Seidenherstellung ist zu Friedrichs Zeiten unwirtschaftlich, da im Winter die Raupen nichts zu fressen haben. Geblieben sind das Handwerk und die vielen Maulbeerbäume in der Landschaft. Die Alleenstraße führt weiter nach Sachsen-Anhalt, zur Stadt aus Eisen, Ferropolis. Ein beeindruckendes Industriedenkmal bei Gräfenhainichen mit Tagebau-Großgeräten.
Hartmut Gawolek war einst bei der Grubenfeuerwehr und verkabelte als Elektriker die Großgeräte. Heute führt er Gäste durchs Gelände. Wir haben ja auch in Anführungsstrichen ein bisschen Geschichte mitgeschrieben. Und die weiterzutragen, die Tradition zu erhalten, das muss man den Leuten nahebringen. Und dann ist das mein Herzblut. Ich bin in dieser Branche groß geworden und fühle mich eigentlich auch in der Branche wohl. In Ferropolis endet unsere Tour auf der Deutschen Alleenstraße. Als nächstes geht's zur Alpenstraße. Mit 450 Kilometern Länge, eine der schönsten Panoramastraßen Deutschlands. Die Alpenstraße beginnt in Lindau am Bodensee. Die Altstadt hat Insellage. Hier ist immer was los. Im Hafen unbedingt den Leuchtturm besteigen. Etwas anstrengend, aber der Blick lohnt sich. Spektakuläre Ausblicke sind Programm auf der Alpenstraße. Deshalb immer mal wieder anhalten und das Alpenpanorama genießen. Die vielen Serpentinen, ein Highlight für Fahrfreunde. Wir treffen Miriam Hördegen vom ADAC. Die Deutsche Alpenstraße wurde erstmalig erwähnt, 1858 von König Maximilian II. Gebaut wurde sie dann erstmalig eigentlich 1927, als man sich entschieden hat, die Alpentäler zwischen Bodensee und Königssee miteinander zu verbinden. Die Deutsche Alpenstraße durchquert grüne Täler und malerische Ortschaften. Ein wirklicher Hingucker sind die traditionellen Allgäuer Holzhäuser, wie in Scheideck. Und am Märchenschloss Neuschwanstein kommt keiner vorbei. Ein Muss für alle Romantiker. Bayernkönig Ludwig II. Erschafft sich hier im 19. Jahrhundert seine Traumwelt. Eine Art Bühnenkulisse für mittelalterliche Sagen, die der Bayernkönig so liebt. Insgesamt haben wir wirklich eine Route der bayerischen Originale, weil wie eine Perlenkette reihen sich tatsächlich die wichtigsten Sehenswürdigkeiten auf, wie Schloss Neuschwanstein, Schloss Herrenchiemsee. Die Zugspitze ist natürlich entsprechend vertreten. Alles Bilder, die sicher imageprägend sind. Ein Abstecher auf einen Gipfel muss natürlich auch sein. Auf dem Hochgrat versorgt Almbauer Erwin Lackner seine Kühe. Noch so ein bayerisches Original. Markenzeichen ist sein Bart, den er den Sommer überstehen lässt. Jeder Hirt macht das normal, oder? Oder? Im Frühling bleibt er stehen und am Herbst geht er weg. Wenn Schafen loskommt, dann geht er weg wieder. Das ist halt, zum Brauch gehört das dazu. Weiter geht's auf der Deutschen Alpenstraße. Wir suchen eine Einkehr und machen Stopp im Winkelstübel in Fischbachau. Beim Kuchen wird nicht gekleckert, sondern geklotzt. 200 Torten täglich. Da findet jeder seine Lieblingstorte. Kerstin Offen ist stolz auf ihren Arbeitsplatz. Das sind halt die ganzen Kuchen und es ist eben seit 70 Jahren werden die gleichen Rezepte, die Kuchen nach den gleichen Rezepten gemacht. Ein Familienbetrieb seit 1950. Also ich muss mich echt zusammenreißen, dass ich nicht jeden Tag Kuchen esse. Wir kommen ans Ziel der Alpenstraße, der Königssee. Wie ein Fjord liegt er da, umrahmt von steilen Felswänden. Die Wallfahrtskirche St. Bartholomä mit ihren roten Zwiebeltürmen. Was für ein schöner Abschluss der Alpenstraße.
Traumstraßen, die Sie kennen sollten. Die alte Salzstraße in Vorpommern gehört dazu. Eine Radtour von Bad Sülze nach Ribnitz-Damgarten. Wir sind unterwegs auf einem historischen Handelsweg. Im Mittelalter wird hier Salz transportiert, zur Ostsee und in viele Hansestädte. Im Salzmuseum in Bad Sülze gibt es viel zu entdecken. Salz war früher Zahlungsmittel. Lebensmittel werden mit Salz konserviert. Dann fahren wir zum Kanu und da brauchen wir nicht hin. Dann zum Schluss. Der Schaumann. Natürlich interessiert mich am meisten das neue Gradierwerk, das ja über die Wintermonate hier entstanden ist. Und da bin ich ganz gespannt, wie das aussieht. Das Gradierwerk liegt im Kurpark von Bad Sülze. Ein Holzgerüst mit Reisigbündeln. Hier wird die Sohle vernebelt. Gut für die Atemwege. Eine touristische Attraktion auf der alten Salzstraße ist der Schmugglersack. Salz war damals sehr wertvoll und begehrtes Schmuggelgut. An verschiedenen Stationen entlang der Strecke können Besucher viel über den historischen Salzschmuggel erfahren. Dann geht's auf die Regnitz. Der moorige Fluss gehört zur alten Salzstraße. Auch hier werden im Mittelalter Salzsäcke transportiert. Boah, also kleine Fische sind hier mehr als genug. Aber einen größeren habe ich noch nicht gesehen. Die werden wir nicht sehen, die größeren. Wir paddeln noch ein bisschen, bevor es wieder aufs Fahrrad geht. Nach Ribnitz-Damgarten. Dort gibt es Deutschlands größtes Bernsteinmuseum. Ein Foto von einem Einschluss. Und dann können Sie den wunderbar hier mal reinschmeißen. Und wenn er oben bleibt, sehen Sie, dann schwimmt er und das ist echter Bernstein. Haben Sie Glück gehabt. Hier endet unsere Salzstraßentour. Jetzt geht's nach Potsdam, auf die Brandenburger Straße. Ein schöner Stadtboulevard. Auch hier gibt es ein Brandenburger Tor, Startpunkt der Einkaufs- und Flaniermeile. Gleich um die Ecke das berühmte holländische Viertel. Jedes Jahr im April Schauplatz des Tulpenfestes. Mit holländischen Spezialitäten und natürlich einem Meer aus bunten Tulpen. Swallow schmeckt noch den Sommer. Tulpen, Tulpen und nochmals Tulpen. Sind ja jetzt noch so ein bisschen labbrig, siehst du. Ja. Weil wir die dann gießen, dann so in 10 Minuten, dann sind die wirklich knüppelhart. Knüppelharte Tulpen. Abends ist dann rund um die Brandenburger Straße Bar-Time. Die Auswahl an leckeren Cocktails ist groß. Tja, was zuerst trinken? Besonders beliebt sind die Eigenkreationen mit Whisky oder Gin. Ja, Whisky Sour ist was ganz anderes. Also ich finde den sehr süß, hätte ich nicht erwartet. Aber man schmeckt noch sehr gut den Whisky raus. Also wenn man hierher kommt, sollte man den definitiv probieren. Schmeckt sehr fruchtig, sehr, sehr beerig vor allen Dingen. Also ich kann kaum durch den Halm trinken, weil sie frische Früchte verarbeitet haben. Relativ süß, also nicht allzu süß, aber war schon geil. Die Brandenburger Straße in Potsdam. Ein Stadtboulevard zum Wiederkommen. Und nun nach
Hamburg, entlang der Elbchaussee, von Altona bis nach Blankenese. Es ist früher Morgen, Rush Hour auf der Elbchaussee. Wir treffen Fischhändlerin Nathalie Gideon. Die Elbchaussee ist ja mein täglicher Arbeitsweg und ich fahre die jeden Tag mehrmals hin, zurück und ich entspanne mich da. Also ich habe nie das Gefühl, ich habe morgens Stress zur Arbeit zu fahren. Ich flutsche die so lang und denke mir, ich bin im Urlaub. Nathalie Gideon pendelt auf der Elbchaussee zwischen Fischmarkt in Altona und dem Stadtteil Blankenese, wo ihr Fischladen liegt. Hi! Hast du leckere Fische für mich? Hier findet sie alles, was sie für den Tag braucht. Das ist alles toppi frische Ware. Da wird nichts gefroren. Perfekto. Das haben wir alles beisammen. Komm raus, ne? Martin, danke dir. Dann geht's wieder auf die Elbchaussee. Hamburg-Elbchaussee, sie hat schon so einen Mythos, muss man sagen. Prominente Lage, immer an der Elbe lang. Diese tollen, großen Villen mit diesen wunderschönen alten Bäumen, diese bewachsenen Grundstücke. Über 500 Villen liegen an der Elbchaussee. Das größte Villenviertel europaweit. Jedes 4. Haus steht unter Denkmalschutz. In diesem Säulenhaus war die Familie von Dagmar von Kügelgen einst zu Hause. Das ist das Haus meiner Vorfahren und ich bin eine der vielen, vielen Enkel, die das Haus noch durch Geschichten kennt und häufig an dem Haus vorbeifährt. Und irgendwo ist es dann auch so, als wenn man in dem Haus selbst gelebt hatte. Neben Villen säumen die Elbchaussee auch viele Parks. Einer der schönsten ist der Jenischpark. Carsten Ritters war hier 40 Jahre Gärtnermeister. Ganz toll, dass wir so tolle Parks in Hamburg haben, besonders hier am Elbufer, in denen so viele alte Bäume stehen. Carsten Ritters kennt jeden Baum hier. Das ist eine Stieleiche und das ist der Charakterbaum des Jenischparks, den wir unbedingt erhalten wollen. Das Bild des Parks wird durch diese alten Eichen geprägt. Der älteste Baum hier ist diese 400 Jahre alte Eiche. Der Baum ist total vital und so wie er jetzt dasteht, wird er noch 400 Jahre hier stehen. Der Jenischpark ist ideal zum Spazierengehen, mit wunderbarem Ausblick zur Elbe. Wir kommen auf der Elbchaussee nach Blankenese. Hier betreibt Nathalie Gideon ihr Fischgeschäft. Moin, Männer! Das Schaufenster muss ja nun tippitoppi. Das ist ja das, was den Kunden anspricht und anlockt. Und das muss natürlich immer schön aussehen. Ein Stammkunde ist dieser bekannte Herr. Ach, da kommt mein Lieblingskunde. Guten Morgen. Oh, wie schön. Das ist eine Überraschung. Manche Strimmellachs, paar Krabben für dich. Richtig. Und hast du auch das Grünzeug dabei gelegt? Das mache ich dir noch. Das ist für mich wichtig. Was ist das für was Grünes? Otto Walkes liebt die Elbchaussee. Ja, die schönste Straße. Geschenkte Lebenszeit. Auch da im Stau zu stehen auf der Elbchaussee ist doch herrlich. Du siehst die Elbe, du siehst die Schiffe, den Himmel. Gibt's was Schöneres? Und diesen wunderbaren Fisch, die frischen Maxis. Ja! Kriegst du das so mit? Ja. Und die Rechnung schickst du dann wieder wie immer, ne? Die Rechnung schicke ich dir wie immer, ja? Und ich sag noch Tschüss. Ahoi, Otto, Matjes und Elbchaussee. Weiter geht's an die Fränkische Bierstraße. Durch eine Region mit der höchsten Brauereidichte Europas. Von Bayreuth nach Forchheim. Auf geht's zur ersten Station. Bayreuth, die Stadt der Opernfestspiele und des Biers. Die Bayreuther haben schon immer großen Durst. Ihr Bier lagern sie seit dem Mittelalter in 30 Kilometer langen unterirdischen Katakomben. Hier ist es schön kühl. Ob Musik das Bayreuther Bier noch schmackhafter macht? Und dann geht's ins Gasthaus Eule. So, gut schön, die Bratwurst, gut schön.
Bier und Bratwurst schätzt auch Richard Wagner. War gern hier und hat sein Bier getrunken in der Eule. Und dann, wenn er heimgegangen ist zu seiner Cosima, und dann hat sie ihr Tagebuch geführt. Er hat wieder einen Diätfehler gemacht. Und dann hat er wieder zu viel Drucken gehabt bei mir. Das Bier in Oberfranken ist ein unheimlich gutes, süffiges Bier. Es muss ohne Widerstand am Gaumen vorbeilaufen. Biersommelier Michael König muss es wissen. In Oberfranken gibt es auf 5000 Einwohner eine Brauerei. Da muss niemand verdursten. Weiter geht's auf der fränkischen Bierstraße, Richtung Wallfahrtsort Heiligkreuz in Hallandorf. Wenn's in der Kirche ein Bier gab, da die drin beten von früh bis spät, dann war der Herrgott mein Hirt und der Pfarrer war der Wirt und der Beichtstuhl war die Bar und das Dirndl der Hochaltar. Amen. Hier sind wir verabredet mit einem katholischen und einem evangelischen Pfarrer, die gemeinsam Bier brauen. Wir stehen nicht nur miteinander am Altor, sondern auch am Bierbraukessel. Habt ihr für mich ein Bier da? Na, wir haben für dich auch ein Bier da. Der Profi. Läuft schön rein. Wenn der Herrgott ein Frank gewesen wäre, dann gäbe es bestimmt statt Brot und Wein Brotwurst und Bier. Aber wir müssen halt auf das zurückgreifen, was uns gegeben ist. Gell? Forchheim. An der historischen Altstadt geht's vorbei ins Hopfenanbaugebiet. Bei Hopfenbauer Franz Friedrich wächst der Hopfen an bis zu 7 Meter hohen Stangen. Der Hopfen ist eine weibliche Frucht, ist ganz klar. Und so muss er auch behandelt werden. Greili, wenn es jetzt nicht wächst, dann hauen die raus. Ne? Und auf einmal geht's wieder. Und wenn man da oben ist und schaut über den Hopfentriebe, da bis den Hopfen hin, sagen sie mir, nein, das ist wirklich eine Freude. Das zeigst du mir? Das zeige ich dir. Ja, können wir machen. Super. Auf in den Hopfenhimmel. Wow, ist das schön. Es geht ins Rheinland, nach Bonn, auf die Heerstraße. Dort trifft sich im Frühling die halbe Welt. Es ist Kirschblütenzeit. Yeah, that's wonderful. Die Heerstraße zählt zu den schönsten Kirschblütenstraßen weltweit. Japanische Zierkirschen, ein Märchen in Rosa. Heute ist natürlich extrem viel los, aber es ist echt schön. Für die Bonner ist das ja schon kein Phänomen mehr, es ist schon Heimat, es ist schon Kultur. Es ist aber auch schön, wenn wir dann irgendwie mit den ganz großen Städten wie München mithalten können, dass wir sagen können, hey, auch die Ex-Hauptstadt hat noch einiges zu bieten. Ich bin aus Prag angereist für die Blüte. Es ist das Schönste, was ich diesen Frühling gesehen habe. Auch die Anwohner der Heerstraße sind jedes Jahr aufs Neue fasziniert. Es macht einen Tunnel von den Blumen und das finde ich absolut unglaublich schön. Einfach so ein tolles Gefühl, so einfach, dass der Frühling kommt und man freut sich einfach jedes Jahr. Dadurch, dass es einmal im Jahr passiert, ist es ein Traum. Weltweit bekannt und es ist schon ein schönes Gefühl, hier zu wohnen. Die ehemalige Stadtplanerin Brigitte Denkel ist die Mutter der Kirschblüte. Ich mache oft einen Spaziergang einfach durch, setze mich irgendwo an die Seite und
betrachte, sowohl die Bäume wie auch die Menschen, die sich dran freuen. Und mir geht dann wirklich das Herz auf. In den 80ern hat Brigitte Denkel die Idee für die Kirschblütenallee. Wir sind damals angetreten, dieses wirklich sehr, sehr graue und auch hässliche Viertel aufzuwerten. Dass dann tatsächlich die Heerstraße und die Breite Straße solche Attraktivität und einen solchen Hype bekommen könnten, das haben wir uns überhaupt nicht vorstellen können. Wer die Kirschblüte für sich haben möchte, muss nachts in der Heerstraße vorbeischauen. Ich achte jetzt darauf, dass der Baum möglichst gleichmäßig ausgeleuchtet ist. Also wenn ich das jetzt weiter nach vorne kippe, dann ist halt der Stamm nur hell und oben kommt fast nichts an. Deswegen muss das halt am besten möglichst gerade nach oben. Einfach magisch, wie die Blüten in der Dunkelheit leuchten. Die Bilder sind einmalig, gerade auch nachts die Aufnahmen, weil man Langzeitaufnahmen macht. Man hat hier die Möglichkeit, mit Licht zu spielen und das ist was man tagsüber gar nicht machen kann. Davon muss man schon früh aufstehen, aber dann kann man es genießen. Bis zu 14 Tage dauert die Kirschblüte im April. Dann ist der Hype auf der Heerstraße vorbei. Es geht nach Berlin auf die Kastanienallee, die coolste Straße der Bundeshauptstadt. Eine Prachtstraße im 19. Jahrhundert, später ein Mietskasernenviertel. In der DDR Treff der Alternativszene. Heute Hipstermeile und Hotspot Berliner Coolness. In diesem Kiez lebt Moderator und Podcaster Tarek Tesfu. Die Kastanienallee ist ja die Shoppingmeile, denn wir haben hier Vintage-Läden, wir haben hier kleine Boutiquen, wir haben größere Marken, kleine Marken, wir haben alles hier. Ich finde, es gibt nichts Geileres, als sich morgens ein gutes Outfit auszusuchen und damit rauszugehen, auch so ein bisschen zu zeigen, wer bin ich heute oder wer will ich heute gerne sein. Also man kann schon sagen, dass die Kastanienallee auch ein kleiner Catwalk ist. Also es ist schon ein Ort, wo man sagen kann, sehen und gesehen werden. Ein Muss, der Prater am Anfang der Kastanienallee. Wer einen echten Berliner Biergarten-Vibe erleben will, ist hier genau richtig. Wir sind um 6 Uhr aufgestanden, sind von den Niederlanden nach Berlin gefahren. Und das hier ist genau das, was wir gebraucht haben. Mit gutem Bier. Alles, was wir brauchten. Ja. Wir kommen aus Australien und haben von euch über Social Media erfahren. Und wir dachten, wir checken das mal aus. Es ist sehr gut. Die perfekte kulturelle Erfahrung. Ich komme aus Italien, lebe aber seit 20 Jahren in Norwegen. Ich habe Bilder von hier gesehen. Das sah sehr deutsch aus. Das wollte ich mal ausprobieren. Der Berliner Prater als Vergnügungsort hat eine fast 200 Jahre alte Geschichte. Wasser! 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 Benannt nach dem berühmten Wiener Prater ist er mit seinem großen Biergarten ein beliebter Treff für die Berliner. Bis heute werden Bier und leckeres Essen geschätzt. Das ist sehr deutsche Küche, ne? Also, das sind ganz einfache Dinge. Backkartoffeln, Grillhähnchen, Sauerkraut, Haxen. Die Besucher, eine bunte Mischung aus Berlinern und Touristen. In der Kastanienallee 86 das Tuntenhaus, Berlins ältestes queeres Wohnprojekt. Drag Queens und feminine Männer geben dem Haus 1990 diesen Namen. Bis heute ist es ein Treffpunkt rebellischer Berliner Kultur.
Das Tulpenhaus ist ein Ort, wo ich mich zusammen mit meinen lieben Menschen treffe. Und es ist ein Ort, wo ich auch sehr viel Unterstützung als queerer Mensch bekommen habe. 2024 schützt der Berliner Bezirk Pankow das Wohnprojekt und übergibt es einer gemeinnützigen Stiftung. Auf nach Erfurt, auf die Krämerbrücke. Mit 120 Metern Länge Mitteldeutschlands kleinster Boulevard. Am frühen Morgen ist die Krämerbrücke noch leer. Die Krämer sind keine Frühaufsteher. Nur langsam beginnt der Tag hier, bevor der große Ansturm kommt. Die historischen Fachwerkhäuser auf der Brücke sind meist aus dem 15. und 16. Jahrhundert und sorgen für mittelalterliches Flair. Kleine Läden laden zum Vorbeischauen ein. Hier macht das Bummeln richtig Spaß. Wer auf der Krämerbrücke wohnen oder ein Geschäft betreiben will, muss sich bei der Krämerbrücken-Stiftung bewerben. Die Künstlerin Beate Kister lebt seit 1994 hier. Ich habe mich damals sehr verliebt in die Brücke, als ich noch nicht hier gewohnt habe. Bin ich hier immer auf und ab gelaufen und habe mir das alles angeschaut. Und dann habe ich mich beworben, weil diese Wohnung leer stand, bei der Stiftung. Und tatsächlich hat das geklappt, ja. Heute betreibt Beate Kister ein Atelier auf der Brücke. Ihre Aquarelle verkauft sie direkt am Fenster. Kennen Sie Erfurter Blau? Aus dieser Färberpflanze wird seit dem Mittelalter in Thüringen blauer Farbstoff hergestellt. Rosanna Minelli hat auf der Krämerbrücke ihr blaues Reich. Wenn Besucher hier kommen und dann sehen die, das ist schön oder das ist schön oder das ist toll, das merke ich, dass es einfach alles von meinem Mist gewachsen ist. Für die Handwerker- und Künstlermeile nehmen sie sich am besten Zeit. Holzbildhauer Martin Gopsch lässt sich gern über die Schulter schauen. Seine Figuren aus Lindenholz sind bei Puppentheatern sehr beliebt. Es gibt ja diese Krämerbrücken-Stiftung, die das hier alles so managt, was wirklich ein Segen ist für diesen Ort. Das ist schon was Besonderes. Und diese Stiftung wünscht sich auch eben Werkstätten, dass die Leute, die hier reinkommen, was zu schauen haben. Im Juni verwandelt sich der kleine Boulevard zu einer Festmeile. Krämerbrückenfest. Ich bin der Ritter Michael und erzähle nachher für die Grundschulkinder die Geschichte vom Drachen Emil, wie der die Prinzessin Jutta rettet. 2024 kommen über 100.000 Menschen zum Fest. Sie falten Papierkraniche für die Festmeile. Künstler Lars Buki hat die Aktion initiiert. Das ist die alte japanische Legende, dass wer 1000 Kraniche faltet, einen Wunsch an die Götter frei hat. Und in diesen Zeiten kann es nicht genug Wünsche ans Universum geben. Und so ist es tatsächlich uns gelungen, statt der 1000 Kraniche nun fast 1800 Kraniche hier aufzuhängen. Traumstraßen, die Sie kennen sollten. Wir sind in Düsseldorf auf der Königsallee. In der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt heißt sie nur Kö. Eine exklusive Einkaufsmeile mit zahlreichen Luxusmarken. Sehen und gesehen werden. Dieses Familienunternehmen gibt es seit den 60er Jahren. Geschäftsleiterin Nicole Blome-Hardop ist gerne auf der Kö.
weil dadurch die Straße einfach besonders bleibt. Irgendwann ist sie sonst auch austauschbar. Da ist es dann egal, ob ich nach München, Hamburg, Frankfurt oder so fahre, wenn alle Geschäfte gleich sind. Deswegen finde ich es auch wichtig, dass es noch so individuelle Läden gibt. Und da gehören halt einfach Familienunternehmen zu. Das Geschäft besitzt die größte Uhrenmanufakturwerkstatt Deutschlands. Wow! Die Kö ist schon immer eine angesagte Adresse in Düsseldorf. Die Geschäfte sind exklusiv, das muss man bezahlen. Dafür bekommt man zum Beispiel innerhalb einer Woche maßgefertigte Schuhe von Frankreichs bekanntestem Schuhhersteller. Schon jetzt, so sagen die Geschäftsleute, kommen nicht nur Düsseldorfer, sondern Käufer aus dem ganzen Ruhrgebiet zum Kö-Center. Man lässt sich eben sein Selbstbewusstsein etwas kosten. Die Kö ist nicht nur Shoppingmeile, sondern auch ein beliebter Ort zum Ausgehen. Das Sterne-Restaurant Pink Pepper hat sich durch seine kreative Küche einen Namen gemacht. Ein Kaninchen, 2 Lamm, 2 Wiese, 2 Petit Four plus Torte. Sternekoch Benjamin Kriegel setzt auf frische regionale Zutaten. Das ist jetzt die Rapspflanze und dann versuchen wir natürlich auch irgendwie in dem Thema zu bleiben. Also wir bleiben dann bei Raps, wir nehmen dann Rapsöl, Rapsblüten kriegen wir und dann gucken wir, wie wir die Geschichte dann zum Fisch hinkriegen. Also man immer dem Gast auch was erzählen kann, was er dann geschmacklich und aber auch optisch vielleicht auf dem Teller nachvollziehen kann. Benjamin Kriegel will Geschichten auf dem Teller erzählen. Das alles im eleganten Ambiente. Bis zum nächsten Mal. Kö. Die nächste Traumstraße ist die Limesstraße. Ein Highlight für Geschichtsfans. Wir fahren von Bad Hönningen bis Rheinau. Wachtürme, Palisaden, Kastelle. Der Limes ist ab dem 2. Jahrhundert nach Christus die befestigte Grenze der Römer gegen die Germanen. Immer entlang des Mittelrheins bis an die Donau in Bayern. Heute Weltkulturerbe. Dieser nachgebaute Wachturm hat Konditormeister Erwin Schmidt inspiriert. 2002, 2003 sind wir auf die Idee gekommen, eine Limestorte zu backen. Da kommen speziell Leute angefahren, die wollen speziell Limestorte essen. Wir sind in der Konditorei in Rheinbrohl. Die Limestorte, die ist aus Sandmasse gebacken und mit Weincreme gefüllt, weil die Römer schon früher Wein angebaut haben. Und dann mit Buttercreme eingestrichen und mit Schokopalisaden ausgarniert. Die Kreationen rund um den römischen Grenzwall sind seit Jahren ein Renner. Mit Limestorte im Bauch geht's weiter. Seit den 70er Jahren verbindet die Limesstraße archäologische Fundstätten, Museen und rekonstruierte römische Bauwerke. Wie das Römerkastell Saalburg am Taunuskamm in Hessen. Im 19. Jahrhundert hat es Kaiser Wilhelm II. Originalgetreu aufbauen lassen, weltweit einzigartig. Heute ein Museum. Bewundernswert die Werkzeuge, mit denen die Römer den Limes gegraben haben. Insgesamt 50 Kastelle bauen die Römer am Limes als Militärstützpunkte. Auch in Osterburgen in Baden-Württemberg. Christel Bauer weiß alles über das römische Tor, das hier als Stahlgerüst rekonstruiert steht. 12 Meter hoch die Mauern, dann das ganze Tor 14 Meter hoch. War natürlich gewaltig, wenn man das von oben von irgend so einem Berg dann gesehen hat. Und die Römer, die haben Farben geliebt, die haben alles versucht anzumalen. Im Römermuseum Osterburgen wird die Geschichte so richtig erlebbar. Und da ist jetzt der Silberschatz. 327 Silberdenare. Alles sehr gut erhaltene. Und das war ungefähr der Salär von 1,5 Jahren, was der angespart hat. Ein Limeskastell gibt es auch in Rheinau. Wir aber haben Hunger.
und fahren weiter in das Traditionsgasthaus zum Goldenen Lamm. Hier kocht Hiltrud Diemer wie zu Zeiten der Römer. Wir kochen heute einen sogenannten Puls, das einfache Essen der römischen Leute, also aus gequälter Gerste. Ein sättigendes Essen. Man würde es vielleicht heute mit einem Risotto vergleichen. Sieht wirklich lecker aus. Die reichen Römer essen Fleisch, Schweinefleisch. Das Schwein wurde komplett verspeist, wobei in der römischen Zeit die Hauptspezialitäten das Schweineeuter und die Gebärmutter. Ich meine, wir würden heute auf unseren Speisekarten damit keine Lorbeeren mehr ernten, aber zur damaligen Zeit galt es also als absolute Spezialität. Schweineeuter und Gebärmutter. Tja, das muss man mögen. Wir sind in Thüringen unterwegs. Auf einer Motorradroute durch die Goldene Aue zwischen Nordhausen und Bad Frankenhausen. Zuerst geht's aufs Kyffhäuser-Denkmal. Eine super Strecke zum Motorradfahren. 80 Meter hoch ist das Monument. Hier schläft Kaiser Barbarossa mit seinem langen Bart, um eines Tages zu erwachen und das Reich zu retten, so der Sage nach. Der Blick von ganz oben in die Goldene Aue, wunderschön. Dann fahren wir durch die Goldene Aue. Eine fruchtbare Ebene, in der Korn für den Korn angebaut wird. Wir machen Station in Nordhausen, in der Traditionsbrennerei. Ich nehme Sie jetzt mit auf eine kleine Reise vom Korn zum Korn, also vom Korn als Getreide bis hin zum Korn im Glas dann. So, jetzt die große Frage, woraus besteht Korn? Wir wollen ja hier über den Korn sprechen. Brennereileiter Thomas Müller weiß es. 80% aller deutschen Korne werden aus Weizen und aus Gerste in Form von Malz hergestellt. Und 20%, und Sie ahnen schon, wer das ist, das sind die Nordhäuser. Wir machen das mit Roggen und Gerstenmalz. Roggen, Gerstenmalz und Wasser, daraus entsteht also der Doppelkorn. In diesen großen Bottichen, die nennen sich nicht umsonst Gärbottiche, findet dann die berühmte alkoholische Gärung statt. Die Traditionsbrennerei ist ein Erlebnismuseum. In Holzfässern reift der Doppelkorn. Durch den Austausch mit dem Holz verändert sich der Geschmack. Der Korn wird ganz weich, bekommt eine weiche Blume. Und zusätzlich bekommt er besondere Aromen. Das wollen wir jetzt mal testen. Prost! Ohne Korn im Kopf fahren wir jetzt weiter auf der Motorradstraße in die Natur, zum Stausee an der Talsperre Kelbera. Vogelkieker sind hier genau richtig. Ornithologe Martin Lindner vom Naturpark Kyffhäuser hält regelmäßig Ausschau. Die eigentlichen Stars von Kelbera sind Kraniche, doch es ist Spätsommer und der Kranichzug noch nicht im Gange. Das ist ein ganz tolles Spektakel, ja. Es ist auch vom Akustischen her sehr eindrucksvoll. Ja. Wenn die abends einfliegen und dann kommen so die Artgenossen an und werden begrüßt. Und die sitzen dann so und erstmal wird sich am Rand versammelt. Das Vogeltreiben am Stausee ist zu jeder Jahreszeit schön. Immer was los. Weiter geht's nach Bad Frankenhausen. Dort gibt es Trüffelhunde. Hier lang. Trüffi-Schnüffel hier. Wo ist der Trüffi? Wo ist der Trüffi, Albi? Wo? Wo ist der Trüffi? Trüffelexpertin Anja Kolbe-Nelde lässt ihre Suchhunde nicht aus den Augen. Aus. Noch so einer.
tatsächlich Trüffel. Sind die man aus Italien und Frankreich kennt. Die sind bei uns halt heimisch und weit verbreitet. Und das ist hier in Thüringen so, dass wir die Böden haben für diese Pilzart und also für diese Trüffel. Und deswegen kann man sie auch überall in Thüringen nachweisen. Die Trüffelhunde haben leichtes Spiel. Und Anja Kolbe-Nelde einen Traum. Dass dieser Trüffel regional wird, dass man irgendwann mal sagt, ach, Thüringer Trüffel, ja klar, das ist was Tolles, das kenne ich. Na dann, immer schön weiterschnüffeln, Trüffelschnüffelhunde. Auf geht's ans Meer, auf den Nordseeküstenradweg, einer der längsten Radwege der Welt. Wir fahren von Leer nach Cuxhaven. In Leer sollten Sie sich unbedingt umschauen. Maritime Atmosphäre, historische Altstadt und ostfriesische Teekultur. Dann geht's entlang der Ems. Der Himmel ist weit, die Luft rau. Emden lassen wir links liegen und fahren gleich zur Kesselschleuse. Hier arbeitet Schleusenwärter Dieter Jakobs. Kesselschleuse Jakobs. Ja, wir müssen die Kessel noch im Leer laufen lassen und dann geht's gleich weiter. Ja? Eine Rundkammerschleuse, die gleich 4 Wasserstraßen miteinander verbindet. Einzigartig in Europa. Ich sag mal so, eigentlich können wir mit dieser Schleuse zaubern. Ne? Man hat so viele verschiedene Möglichkeiten. Dieter Jakobs macht das seit 25 Jahren hier. Der Wasserstand der Schleuse kann auf 4 verschiedene Höhen reguliert werden. Da öffne ich jetzt die Torschütze. Das sind also Klappen, die in den Toren drin sind. Und die werden jetzt hochgezogen. Ich sage immer, man muss sich das so vorstellen wie den Stöpsel in der Badewanne. Ne? Bei diesem technischen Bauwerk staunt jeder, der vorbeikommt. Zurück auf dem Radweg, der Leuchtturm Kampten. Wenige Kilometer weiter der Pilsumer Leuchtturm. Die Luft riecht immer salziger. Wir kommen an die Nordsee. In Nesmersiel halten wir kurz. Hier fährt die Fähre nach Baltrum. Bei Harlesiel ist Joke Pouljard unterwegs. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr heute hier seid auf unserer kleinen Expedition hinaus in diesen einzigartigen Lebensraum. Es ist eine Landschaft von einem universellen Wert. Jetzt wird's glitschig. Ab ins Watt. Wenn man so mit der Spitze eintaucht vom Fuß, ja, dann kommt man viel besser voran. Ja, man kann regelrecht über das Watt drüber gleiten, wenn nicht so viele Muscheln da sind wie hier. So eine Wattwanderung ist immer ein tolles Erlebnis. Beobachtet dabei einfach mal den Boden, was hier so herumläuft. Manchmal sieht man so ein paar kleine Krebse laufen hier hin und her. Eine einzelne Miesmuschel gibt etwa 5 bis 10 Millionen Eizellen, ja, oder Samenzellen ab. Ja, wird sich erstmal als Männchen geboren, wird später aber weiblich, verändert das Geschlecht. Und so sind Muscheln nämlich anpassungsfähig. Menschen zu erreichen, zu sensibilisieren, ihnen das zu zeigen und zu sagen, wie empfindlich das ist. Das macht Spaß, das macht Freude. Das ist mein Spielplatz, es ist mein Lebensunterhalt, es ist ja alles auf einmal zusammen. Weiter Richtung Wilhelmshaven. Dann in Sichtweite Bremerhaven. Wir aber wollen nach Cuxhaven. Auf die Aussichtsplattform Alte Liebe an der Elbmündung in die Nordsee. Zu Marineoffizier AD Reinhard Linke. Ja, meine Damen und Herren, die Alte Liebe wird passiert von dem Großcontainerschiff der Oceanus
Mit einer Länge von 336 Metern bei einer Breite von 46 Metern hat das Schiff zurzeit einen Tiefgang von 12,50 Meter und ist auf der Reise von Hamburg kommend nach Le Havre. Der Schiffsansagedienst ist bei Fans und Touris sehr beliebt. Diese Übermaße, das kann man ja nicht fassen, dass das, was da alles drauf passt. Ja, es ist die große weite Welt, die an einem vorbeizieht. Der Ansagedienst ist ehrenamtlich. Werte Gäste, und jetzt ist sie da, die Königin unter den Kreuzfahrtschiffen, die Queen Mary II. Dieses Kreuzfahrtschiff ist 345 Meter lang und 42 Meter breit. Nimmt an Passagieren 2500 Gäste mit, verfügt über 12 Decks, je höher, desto teurer. Wir schauen der Queen Mary II noch ein bisschen hinterher. Jetzt geht's zur kurvenreichsten Straße Deutschlands, zur Oberjochpassstraße im Allgäu. ...107 Kurven auf 6 Kilometern. Dieses Kurvenfestival ist nichts für schwache Mägen. Leider auch ein Unfall-Hotspot, also vorsichtig fahren. Busfahrerin Heike Bartenschlager kennt hier jede Kurve. Die Strecke ist toll zum Fahren, aber das Problem sind die anderen Verkehrsteilnehmer, die zum Teil wirklich haarsträubend diese Strecke runterkommen. Und also in meinem Fall kann ich sagen, ich genieße jeden Tag hier fahren zu dürfen, aber immer mit dem nötigen Respekt. Heike Bartenschlager steuert den Linienbus nach Oberjoch, dem höchsten Berg- und Skiort Deutschlands. Die Busverbindung gibt es seit den 50er Jahren. Die Skifahrer wurden über die vielen Kurven die steile Jochstraße hinaufgefahren, direkt bis vor den Gasthof. Es sind vor allem Skifahrer und Touristen im Bus. Nicht alle sitzen. Alle sitzen, Sie stehen. Wie kann das sein? Weil ich das Busfahren überhaupt nicht vertrage. Ich schaue sie auch nicht an, weil ich gucke nach vorne. Das erhöht nämlich die Wahrscheinlichkeit, dass mir nicht schlecht wird. Aber wir haben eine ganz tolle Busfahrerin hier heute. Ich glaube, ich komme ohne großes Unwohlsein oben an. Das sehen Sie ja, das ist gar nicht schlimm. Ja? Nee, Sie fahren sehr gut, Sie fahren sehr gefühlvoll. Man merkt, dass eine Frau am Steuer. Ja. Eine Panoramastraße zum Genießen. Es ist einfach eine wunderschöne Landschaft hier zum Fahren. Und das ist auch, wenn man fährt, also man kann sich dem gar nicht verschließen, wie schön das ist. Und das finde ich schon richtig privilegiert. Nächste Haltestelle, Oberjoch. Früher war Oberjoch ein reines Bauerndorf. Heute kommen jedes Jahr Hunderttausende in den höchsten Berg- und Skiort Deutschlands. Muss also schön sein hier. Unsere Reise auf Deutschlands Traumstraßen führt uns jetzt wieder in eine Stadt, Dresden, und dort auf die Prager Straße. Sie ist eine der bekanntesten Einkaufs- und Flaniermeilen der sächsischen Landeshauptstadt, zwischen Hauptbahnhof und Dresdner Altstadt. Beim Luftangriff 1945 völlig zerstört, wird die einstige Prachtstraße in den 60er und 70er Jahren wieder aufgebaut, als sozialistisches Vorzeigeobjekt. Die autofreie Fußgängerzone ist eine der ersten in der DDR. Auffällig sind die vielen Springbrunnen und Wasserspiele auf der Prager Straße. Am berühmtesten ist der Brunnen Pusteblumen, bis heute ein Wahrzeichen des Stadtboulevards und ein Werk der Dresdner Kunstschmiedefamilie Bergmann. Wir treffen Peter Bergmann auf der Prager Straße. Und seinen Sohn Alexander. Beide sind am Relief vom einstigen Hotel Königstein,
eine frühe Arbeit von Peter Bergmann. Versucht das auszurichten, weil es versetzt war. Aber wir gucken von Weitem, da geht das. Es ist wenigstens noch da. Viele Kunstschmiedearbeiten der Bergmanns sind auf der Prager Straße zu entdecken. Junior Alexander ist ein Fan des Pusteblumenbrunnens. Für mich waren die Pusteblumen natürlich was Besonderes, weil der Großvater und der Vater die erbaut hatten, wie die meisten Sachen hier, die aus Edelstahl sind auf der Prager Straße. Da hat man natürlich schon irgendwie, da fühlt man sich ein bisschen besonders, dass es in der Familie steckt. Die Wasserdüsen der Pusteblumen, ein Werk von Peter Bergmann. Ja, es war schon ein bisschen Tüftelei, aber es hat mir Spaß gemacht. Der Pusteblumenbrunnen ist aber nicht das einzige Wahrzeichen auf der Prager Straße. Ein architektonisches Highlight: das Rundkino. Wenn der neue Film rauskam, das guckt man im Rundkino, ganz klar. 1972 erbaut, werden zu DDR-Zeiten auch westliche Filme hier gezeigt, als Vorabpremieren für Parteifunktionäre. Damals wie heute trifft sich hier viel Prominenz. Irgendwann war irgendwie jeder einmal im Dresdner Rundkino. Der spektakuläre Kinozylinder, 50 Meter im Durchmesser, war einer der seltenen Kinoneubauten der DDR. Ich bin etwas aufgeregt, weil ich lange nicht in Dresden war. Armin Müller-Stahl erhielt hier einst für eine Filmrolle eine Meißner Porzellanfigur, die seine Züge trägt. Meine Nase. Zurück auf die Prager Straße. Im Mai ist sie eine beliebte Jazzmeile zum Dixieland Festival in Dresden. Das Publikum ist nie so gut wie hier. Die machen alle mit, die kennen alle die Texte und sind gut mit dabei. Beim Jazz können wir uns einfach mal ausleben. Nicht immer so schön nach Noten, sondern auch mal schön daneben. Eine Traumstraße im musikalischen Ausnahmezustand. Wir kommen nach Baden-Württemberg. In Reutlingen liegt die engste Straße der Welt, die Spreuerhofstraße. Sie steht im Guinness-Buch der Rekorde und ist nur 31 Zentimeter breit. Man muss sich da wirklich so dadurch zwingen, ja? Also man muss sich seitlich drehen, den Kopf einziehen, einfach weil es auch nicht hoch ist. Ich habe mich ein bisschen angestoßen, könnte man ein bisschen verbreitern die Straße, aber sonst sehr gut. Ich habe zuerst ein bisschen Zweifel gehabt, ob ich nicht doch zu dick bin, aber es hat geklappt. Mein Rucksack kann ich absetzen müssen. Also mit Tasche oder mit Rucksack auf dem Buckel wird's eng. Nach einem großen Stadtbrand 1726 werden die Grundstücke in Reutlingen neu aufgeteilt. Da bleibt diese enge Straße zwischen zwei Gebäuden übrig. Heute rückt die Welt hier zusammen. Ich habe eine Nachbarin kennengelernt aus 1200 Kilometer Entfernung, hier direkt am Anfang der Straße, aus Warschau. Sehr interessant, überraschend. Ich habe wegen der Pandemie ein bisschen zugenommen, aber ich sehe, das geht noch. Wer nicht sicher ist, kann seinen Bauch messen. Ja, passt. Passt. Also, ich atme ein bisschen flach und dann passt's. Reutlingens Oberbürgermeister Thomas Keck kommt durch. Ich sage immer, also Reutlingen hat wesentlich mehr zu bieten als die engste Straße der Welt. Aber es ist natürlich was Nettes, was auch die Leute anzieht. Sehenswert in Reutlingen ist aber auch die Marienkirche. Die evangelische Stiftskirche ist eine der bedeutendsten Sakralbauten der Region. Wir wollen hoch hinaus mit Messner Götz Willhäuser Frank. Der 71 Meter hohe Kirchturm ist der höchste Punkt Reutlingens. Die Reutlinger sind, denke ich, schon stolz auf die Kirche. Es ist ja auch eine reine Bürgerkirche, als reine Bürgerkirche gebaut worden im Mittelalter. Und es ist ein Stück vielleicht auch Heimatgefühl. Zum Heimatgefühl gehören auch Reutlinger Mutschen, ein süßes Hefegebäck. Mutscheltag
ist in Reutlingen am ersten Donnerstag nach dem Dreikönigstag. Da werden besonders viele Mutscheln verdrückt. Danach kann es dann in der Spreuerhofstraße schon mal eng werden. Wir kommen an die Storchenstraße entlang der Elbe. In Sachsen-Anhalt sind wir von Tangermünde bis Warenberg unterwegs. Weißstörche sind die ständigen Begleiter dieser Ferienstraße. Jedes Dorf entlang der Elbe hat die Dächer voller Storchennester. In den Flussauen finden die Tiere genug zum Fressen. Frösche sind ihre Leibspeise. Wir machen Halt in Tangermünde. Auch hier überall Storchennester, wie auf dem Eulenturm. Gleich gegenüber der Tante-Enna-Laden. Für Inhaberin Caroline Buchholz ist der Laden eine Herzensangelegenheit. Ich habe das ja zu Hause schon immer gerne gemacht. Ich habe das geliebt, zu Hause alles umzudekorieren und die Möbel hin und her zu schieben. Und dann dachte ich mir, wenn man so einen Laden hätte, das wäre natürlich auch was Tolles, wo man halt auch seine Ideen einfach weitergeben kann. Es sind natürlich viele hier aus Tangermünde und Umgebung und die Touristen, die kommen natürlich von überall her, ja. Nordrhein-Westfalen, von der Küste. Und es ist einfach schön, wenn die hereinkommen und sich gleich wohlfühlen. Jedes Detail ist Caroline Buchholz wichtig. Ihre Kunden wissen das zu schätzen. Danach schauen wir auf den Elbdeich. Wieder ein Storch. Ein Abstecher nach Havelberg lohnt sich. Allein der Dom ist sehenswert und das Haus der Flüsse. Ein Besucherzentrum des Biosphärenreservates Mittelelbe. Die interaktive Ausstellung gibt Einblicke in die Flusslandschaft. Hier erfahren wir, dass die Störche weniger werden. Es kann an den trockenen Sommern liegen, es kann an natürlichen Schwankungen liegen, denen die Störche unterworfen sind. Und es kann natürlich auch an der Landwirtschaft liegen, weil eine intensive Landwirtschaft bekommt den Störchen natürlich nicht so gut. Immer wieder gibt es entlang der Storchenstraße Vogelbeobachtungstürme. Meister Adebar haben wir fest im Blick. Aber auch andere Elbauenbewohner. Weiter geht's. Ein Storchendorf nach dem anderen. Auf der anderen Elbseite liegt Sachsen-Anhalts storchenreichstes Dorf, Warenberg. Den Hobbyornithologen Hans-Jürgen Beermann und Friedrich Börner entgeht nichts. Jedes Jahr vor Abflug der Störche werden Tiere gezählt und ihre Ringnummern abgelesen. XU 196. XU 196. 196. XU 196 habe ich notiert. XU 196 oder 197 sind Ringablesenummern. Gucken Sie meinen Zettel an. Ich habe ja schon seit 7 Uhr bin ich hier und versuche die ganzen Nester zu erfassen, die Altstörche, die Ringe abzulesen und eben kontrollieren, wie viele Jungstörche sind im Nest. Die Nummern sind registriert bei der Vogelwarte Hiddensee und von daher wissen wir bei jedem Storch dann, wo er hingehört, wo er herkommt, wo er hinfliegt, überwintert, wenn er einen Ring hat, können wir das sagen. Die Vogelfreaks ziehen weiter. Wir verlassen in Warenberg die Storchenstraße. Schön war's bei den Klapperstörchen. Traumstraßen, die Sie kennen sollten. Die Straße der Romanik in Sachsen-Anhalt darf da nicht fehlen. Wir starten in Magdeburg.
Der Dom an der Elbe, ein Symbol des frühen Machtzentrums deutscher Kaiser und Könige. Ein reizvoller Auftakt für die Straße der Romanik. Gleich daneben das Kloster Unser lieben Frauen, ein Paradebeispiel für ein romanisches Bauwerk. Drinnen ein Museum für moderne Kunst. Hier treffen wir die Geschäftsführerin vom Tourismusverband Sachsen-Anhalt, Bärbel Schön. Ich finde das ganz außergewöhnlich, weil die meisten touristischen Projekte verlieren im Laufe der Zeit an Besucherzahl. Der Neugiereffekt ist weg. Bei der Straße der Romanik ist es genau umgekehrt. Also wir treffen den Nerv der Zeit. Über 1,5 Millionen Menschen bereisen die Straße der Romanik im Jahr. Viele schauen auch im Benediktinerkloster Huisburg vorbei. Über 1000 Jahre Klostergeschichte innerhalb romanischer Mauern. In der Kirche ist jeder willkommen. Bruder Jakobus führt regelmäßig Gäste durchs Haus. Es gibt viel zu entdecken. Das ist ein Zufallsfund. Also in den 1990er Jahren bei der Sanierung wurden Schlitze geklopft für Elektroleitungen und dann plötzlich wurde es blau und dann hat man schnell aufgehört und dann kam diese wunderbare Wandmalerei hier heraus. Und das ist original 13. Jahrhundert und wunderbar erhalten, das was noch da ist. Ein Café und Gästezimmer laden auf der Huisburg zum Bleiben ein. Für Hochzeiten können barocke Säle gemietet werden. Bruder Jakobus wurde für seine Gästearbeit mit dem Romanikpreis Sachsen-Anhalt ausgezeichnet. Ich freue mich darüber, dass erkannt wird, dass es eine gute Arbeit ist, die wir hier machen und dass es sowohl im Sinne der Straße der Romanik ist, als auch im Tourismus, aber dass wir eben auch unsere inhaltlichen Dinge auch mit reinbringen können, dass es geschätzt wird so. Neun Kilometer südöstlich liegt Halberstadt, der Halberstädter Dom, ein weiterer Höhepunkt auf der Straße der Romanik. Dort zeigt uns der ehemalige Dombaumeister Volker Lindt den Domschatz von Halberstadt. Weltberühmt durch seine mittelalterlichen Textilien, filigranen Goldschmiedearbeiten und Elfenbeinschnitzereien in gotischen Altären. Die Gästeführungen des ehemaligen Dombaumeisters sind sehr begehrt. Am liebsten steigt Volker Lindt zur Glocke Domina aufs Dach. Diese Glocke ist ja erst 1999 gegossen worden. Unter großer Einteilnahme der Bevölkerung Halberstadts, wunderschön, war ein Fest. Und dann wurde die Glocke dann am 31. Oktober von 100 Halberstädter Bürgern hier hochgezogen. Volker Lindt war bis 2023 Dombaumeister. In den Gemäuern reifen in der Vorweihnachtszeit die Halberstädter Domstollen. Nur hier bekommen sie ihr perfektes Aroma. Es lohnt sich auf jeden Fall, im Halberstädter Dom mal vorbeizuschauen. Es geht nochmal nach Berlin, auf die Straße unter den Linden. 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 und 60 Meter breit. Möchten Sie diese Straße ein bisschen näher kennenlernen? Oh ja, es gibt kaum eine Straße in Deutschland, die so viele Umbrüche mitgemacht hat wie die Straße unter den Linden. Ein Hotspot preußischer, deutscher, ja auch Weltgeschichte. Am Anfang der Straße das Brandenburger Tor. Als die Mauer hier steht, ist die Straße unter den Linden ihrer Lebendigkeit beraubt. Eine Sackgasse.
Erst die Maueröffnung 1989 machte sie wieder zu einer Verbindungsachse zwischen Ost und West. Politprominenz hat sich schon immer gern auf der Straße unter den Linden gezeigt. Heute ist der Stadtboulevard wieder Berlins historische Mitte. Schauen Sie doch mal in die sanierte Staatsbibliothek mit lichtdurchflutetem Hauptfoyer und historischem Lesesaal, denkmalgerecht restauriert. 12 Millionen Bücher gibt es hier. Klassische Architektur trifft auf moderne Arbeitsplätze. Und gleich schräg gegenüber wird es im August laut. Staatsoper für alle. Ein Musikevent unter freiem Himmel. Berliner und Touristen lieben es. Es ist ja einfach für mich wie 2 Tage Urlaub. Einfach genießen, schön. Und also nicht nur die Musik, auch die Atmosphäre finde ich ja hier sehr, sehr schön. Wir haben zum Beispiel halt neuen Stoff hier, damit es ein bisschen edler aussieht. Wir haben auch gleich noch Aperol Spritz und ein bisschen Sekt in Kristallgläsern, um der Oper gerecht zu werden. Da klingt Opernmusik gleich noch schöner. Jeder kann vorbeikommen, die Veranstaltung ist kostenlos. Und dann das Humboldt-Forum, die wieder aufgebaute Barockfassade des Berliner Stadtschlosses. Innen ein Kulturzentrum. 1950 wird das Stadtschloss in der DDR gesprengt. Nur Teile des Schlosskellers und einzelne Sandsteinfragmente werden gerettet, erzählt Alfred Hagemann von der Stiftung Humboldt-Forum. Man muss sich ja vorstellen, zu dem Zeitpunkt, Anfang der 50er Jahre, sind ja nicht nur die Trümmer des Schlosses entsorgt worden, sondern ganz Berlin war ja Trümmerberg und das wurde alles gemeinsam in riesige Halden verklappt und da hat sich das Schloss in den ganzen Mietshäusern einfach aufgelöst. Diese Krone wird in einem Berliner Vorgarten entdeckt. Heute ist das Humboldt-Forum ein lebendiger Treff. Immer wieder setzt das Haus auf kontroverse Themen. Zur Berliner und zur Kolonialgeschichte. Große Teile des Humboldt-Forums sind kostenlos zugänglich. Wissen für alle. Ganz im Sinne Humboldts. Jetzt wird es heiß. Es geht auf die Vulkanstraße in die Eifel. Wir starten am Laacher See und fahren bis Stroon. Enthüllung Nummer 1, die Stelen aus Vulkangestein rechts am Tor zur Deutschen Vulkanstraße. Enthüllung Nummer 2, die Stelen links. Deutschlands jüngste Touristikstraße ist offiziell eröffnet. Dazu übermittelt Gottes Segen der Abt vom nahen Kloster Maria Laach. Das Kloster Maria Laach am Laacher See ist seit 2006 Startpunkt der Vulkanstraße. Dieses Zisterzienserkloster, wo bis heute Mönche zu Hause sind, ist ein Ort der Ruhe und Einkehr und auch Pilgerziel. Es gibt eine wunderschöne Bibliothek. Fast 1000 Jahre alt, beherbergt sie über 250.000 Bücher. In der Klosterschmiede sind Edgar Rada und sein Team eigentlich auf religiöse Kunstwerke spezialisiert. 2020 schmieden sie eine 6 Meter hohe Bikini-Skulptur. Wir haben schon des Öfteren Kirchturmkreuze auf die Türme oben gesetzt. Das größte Kirchturmkreuz, das war auch 5, 6 Meter hoch. Aber nackte Frauen haben noch keine aufs Dach gesetzt. Aufträge wie die Bikini-Skulptur des brasilianischen Künstlers Carlos Rizzini bringen Abwechslung in die Traditionsschmiede. Am Ende haben Schmiedemeister Edgar Rada und sein Team ein ungewöhnliches Kunstwerk geschaffen. Echt cool. Auf der Vulkanstraße fahren wir jetzt ins Vulkanhaus Stroon. Hier ist viel über die Geschichte der Vulkaneifel zu erfahren.
Wie zum Beispiel Vulkanausbrüche vor 12 Millionen Jahren den Lacher See erschaffen. Auf diese Wand im Museum ist Geologe Martin Kosiol besonders stolz. Das sind Lavatropfen, die dadurch entstanden sind, dass später Hitze die Lava nochmal angeschmolzen hat und dann eben die Tropfen entstanden sind. Sowas ist einzigartig. Also ich habe sowas ein zweites Mal noch nicht gesehen. Im Römerbergwerk Meurin begegnen wir der Arbeitswelt der römischen Bergmänner, die 300 nach Christi in der Eifel Tuffgestein abgebaut haben. Noch heute gibt es viele Tuffsteinbrüche hier. Das leicht poröse Vulkangestein wird als Baustoff geschätzt. Auch Höhlenbrüter mögen Tuffstein. Wir sind mit Mr. Uhu verabredet. Stefan Brücher von der Gesellschaft zur Erhaltung der Eulen will den Uhu-Nachwuchs bringen. Ich muss ja vorsichtig sein, nicht langsam dem Nest annähern, von oben keine Steine reinschmeißen, die Jungvögel nicht irgendwie erschrecken, dass sie vor lauter Panik rausspringen. Die Uhu-Mama kann fliegen. Haben eine Waldereule gefressen, Elster, Taube, ja, von allem was dabei. Stefan Brücher kennt sich mit dem Speiseplan der Uhus aus. Alles gut? Seit langem betreut er die Nester im Steinbruch. Der Lärm ist dem Uhu ziemlich egal. Zu dem Zeitpunkt, wo er sich den Steinbruch aussucht, ist ja auch schon jede Menge los. Das ist für den Natur. Für Mr. Uhu ein schönes Hobby. Als nächstes geht's auf die Weinstraße an Saale und Unstrut. Im nördlichsten Weinanbaugebiet Deutschlands. Von Bad Sulza nach Freiburg. Es ist Zeit der Weinlese. Die Trauben von Riesling und Grauburgunder sind reif. Auf dem Weingut Sonnendorf in Bad Sulza herrscht Hochbetrieb. Winzer Andreas Klaus hat mit diesem Vierseithof die über 1000-jährige Thüringer Weinbautradition wiederbelebt. Mit großem Erfolg. In seinem Weinkeller reifen viele Weinsorten. Riesling und Grauburgunder in Holzfässern. Wir machen eben die allerbesten Weißweinqualitäten in Holzfässer, zum Teil neue Fässer, zum Teil gebrauchte Fässer. Und das gibt eben den letzten Kick Aromatik. Da nehmen wir doch gern ein Fläschchen mit. Bad Sulza ist nicht nur Weinstadt, sondern auch Sohle-Heilbad. Goethe kam angeblich auf die Idee, dass man sich hier gut entspannen kann. Heute ist die Toskana-Therme eine angesagte Adresse. Auf der Weinstraße fahren wir nach Kloster Pforta. Im 12. Jahrhundert bringen Zisterziensermönche die Reben an die Saale. Die Saalberge der Mönche sind lange Musterweinberge in der Region. Heute werden sie vom Landesweingut Pforta bewirtschaftet. Jana Lehmann vom Landesweingut führt uns in den ältesten bewirtschafteten Gewölbekeller, in dem viele Weinschätze lagern. Die Zisterzienser haben die eine Seite der Saale bewirtschaftet mit Weinbergen. Und auf der anderen Seite, dort, wo die Saalhäuser jetzt sind, das waren die Mönche aus dem Moritzkloster in Naumburg. Nach Naumburg kommen wir als nächstes. Hier erwartet uns wieder mal ein Weltkulturerbe, der Naumburger Dom. Berühmt die Stifterfiguren mit Ikone Uta. In Groß-Jena am Saaleufer gibt es ein Sandsteinrelief mit Bibelszenen. Als Freiluftkunstwerk einzigartig. Und dann sind wir in der heimlichen Weinhauptstadt an Saale und Unstrut, Freiburg.
Im September findet hier das alljährliche Winzerfest statt. In der Sektkellerei ist dann Deutschlands größtes Cuvée-Fass aus Holz zu bestaunen. Und das Rütteln der Sektflaschen. Echte Handarbeit. Hoheiten wie Bacchus marschieren auf. Und die Weinkönigin wird gekrönt. 2024 ist es Emma aus Bad Sulza. Es ist ein wahnsinnig tolles Gefühl. Auf diesen Moment habe ich lange gewartet. Ich freue mich sehr auf das nächste Jahr. Und jetzt wird erstmal richtig gefeiert. Da feiern wir gerne mit. Das ist natürlich schon was Besonderes. Man freut sich, viele bekannte Gesichter, viele neue Gesichter wiederzusehen. Und natürlich das göttliche Wetter. Wir genießen noch ein bisschen das Winzerfest in Freiburg. Jetzt geht es auf den Weser-Radweg, 520 Kilometer lang. Wir fahren von Hannmünden bis Bremerhaven. Am Weserstein geht's los, wo Fulda und Werra sich zur Weser vereinigen. Bei Hannmünden fahren wir an den Fluss, Richtung Hemeln. Dort setzen wir mit einer Gierseilfähre über. An einem Seil aufgehängt und schräg in die Strömung gestellt, wird die Fähre nur durch die Flussströmung bewegt. Die Fähre ist besser als Friseursalon. Weil? Jetzt sehen die alles oder was? Ja. Ja. Und man kriegt das Ganze kompakt halt in 3 Minuten. Als Fährmann erfährt Benjamin Kraft alles bei der Überfahrt. Die Fähre pendelt zwischen Niedersachsen und Hessen. Man weiß alles. Hast du das schon gehört? Hast du das schon gehört? Ja, weiß ich schon. So, ach nee, habe ich noch nicht gehört. Erzähl mal. So. Und natürlich von beiden Seiten. Wir haben genug von Klatsch und Tratsch. Und radeln hinein ins Weserbergland. Auf dem Skywalk bei Bad Karlshafen gibt's einen super Blick. Danach jede Menge Brücken. Vorbei an Höxter. Dann wird die Landschaft langsam flacher. In Rinteln an der Beachbar unbedingt halten und in die Altstadt gucken. Überall Weserrenaissance. Die letzten Aalfischer auf der Weser treffen wir auf der Höhe Nienburg. Ob die Reusen heute voll sind? Kort und Ludolf Dobberschütz sind Weserfischer in 5. Generation. Guter Fang heute, aber der Absatz wird immer schlechter. Ist etwas rückläufig, weil die nächste Generation weniger Fett essen, meist Veganer, Vegetarier und was alles gibt. Die Gebrüder Dobberschütz machen trotzdem weiter. Den Aal räuchern sie nur auf Buchenholz. Das gibt den charakteristischen Geschmack. In ihrem kleinen Fischladen kommen gern Radler und viele Stammkunden vorbei. Auch wir nehmen einen Aal mit. Also wir können es mit früher nicht vergleichen. Da war der Tresen voll. Und da sind dann bis zu 50, 60 Aale am Wochenende durchgegangen. Das ist nicht mehr. Wenn wir jetzt 10 schaffen, 15, vielleicht auch mal 20, sind wir schon happy. Langsam kommen wir in die Wesermarsch an der Unterweser. Hier liegt Deutschlands größte Flussinsel Harriersand. In Brake setzen wir über. Seit 60 Jahren gibt es diese Fährverbindung. Jetzt genießen wir erstmal die Überfahrt. In Harriersand treffen wir Andrea Böckmann, die Inhaberin der Strandhalle. Ein guter Ort zum Rastmachen.
Überhaupt, der Harrier Sand ist mir schon wichtig, seitdem ich auf der Welt bin. Und auch die Leute sind mir wichtig. Man versteht sich hier, man hilft sich gegenseitig und es ist einfach schön. Wirklich schön hier. Wir sind am Ziel, Bremerhaven. Die größte Stadt an der Nordseeküste. Hier mündet die Weser ins Meer. Am Ende sind wir nochmal auf einem Stadtboulevard und beim Buchstaben Z angelangt. Z wie Zeil in Frankfurt am Main. Mitten im Zentrum liegt die Zeil, eine der meistfrequentierten Einkaufsstraßen Europas. Zehntausende strömen täglich hier entlang. Bis 1973 ist die Zeil eine vierspurige Straße. Dann wird sie für den Autoverkehr gesperrt, nach und nach in eine Fußgängerzone verwandelt. Die Straßenbahn kommt auch weg. Große Kaufhäuser, moderne Einkaufszentren prägen das Bild. Dann gibt es plötzlich viel Leerstand auf der Zeil. Die Stadt Frankfurt am Main versucht, diesem Trend zu begegnen. Unter anderem mit Pop-up-Stores, temporäre Geschäfte, in denen sich junge Unternehmen ausprobieren. Natalia Gaftaniuk eröffnet 2023 im ehemaligen Esprit-Haus einen Sockenshop. Ich habe hier meine Ecke, 5 Quadratmeter, und hier kann ich meine Ware präsentieren. Kündigungsfrist ist 1 Monat, das bedeutet, ich kann ausprobieren und falls es nicht läuft, dann muss ich nicht ein Jahr hier bleiben. 2023 versuchen viele ihr Glück auf der Zeil. So Marco Friedmann von der Agentur Hier und Jetzt. Dass man einfach sagt, okay, das ist wieder ein belebtes Gebäude, es ist kein Leerstand, hier passiert was, hier gibt man Leuten eine Chance, eine Möglichkeit, es zu entwickeln. Mittlerweile sind die Pop-up-Stores im einstigen Esprit-Haus Geschichte. Jetzt wird das Gebäude umgebaut. Ein angesagter Ort auf der Zeil ist der Gibson Club. Da müssen wir rein. Es gibt Live-Musik und eine Hausband, die Urban Club Band. In der Pause ist sie backstage. Wir gehen da mit viel Demut und Freude dran und wissen natürlich auch, dass es fast einzigartig in Deutschland ist, sowas zu haben, ja. Und entsprechend pflegen wir das natürlich auch. Let's go! Live-Musik ist immer cool und nicht überall zu haben. Und wir feiern noch ein bisschen mit. Was für ein Saxophon-Solo in der Zeil in Frankfurt am Main. Das war unsere Reise auf Deutschlands Traumstraßen. Exklusiv und bunt, atemberaubend und immer gegen den Fahrtwind. Ja, ist die große, weite Welt. Die schönsten Traumstraßen haben wir bereist. Vielleicht ist ja eine dabei, auf der Sie mal unterwegs sein wollen.